Leistungsintensive Anwendungen erfordern eine performante Workstation mit allen neuen Standards. Wenn das Ganze auch noch kompakt und stylisch daherkommt, umso besser. Wie bei unserer neuen Mini-Workstation vom Bluechip. Das Gerät basiert auf der Intel NUC Extreme Plattform als i7 und i9 Version und es können dedizierte Grafikkarten verbaut werden. Zum Beispiel eine GeForce RTX Grafikkarte, Nvidia Quadro Grafikkarten, AMD Fire Pro oder auch die Intel Arc Lösungen. Wie kompakt das System ist, sehen wir uns in einem direkten Vergleich an. Hier eine Workstation im ATX-Format mit 42 Liter Volumen, daneben eine Workstation im Micro-ATX-Format mit 25 Liter Volumen und hier unsere neue Mini-Workstation WS800 mit gerade einmal 13 Liter Volumen. Wenn es noch kleiner sein soll, ist unsere WS510 mit 8 Liter die richtige Wahl. Jetzt haben Sie einen guten Eindruck von der Größe des Gerätes, schauen wir uns jetzt die Anschlüsse an. Auf der Oberseite des Gehäuses befindet sich die Audiobuchse, zweimal USB 3.2 Gen 1 Typ A, einmal USB 3.2 2x2 Typ C und der Powerschalter. Auf der Rückseite befinden sich 6x USB 3.2 Gen 2 Typ A, zweimal Thunderbolt 4 USB 4 Typ C, einmal HDMI 2.1 plus die Anschlüsse an der Grafikkarte, dreimal Audio, die WLAN-Antennen, zweimal LAN-Anschluss, einmal 2,5 Gigabit und einmal 10 Gigabit. Jetzt schrauben wir das Gerät auf und schauen uns den inneren Aufbau und die technischen Specs an. Zuerst entfernen wir die Seitenteile. Kurz zum Aufbau. Unten befindet sich Platz für die Grafikkarte. Wie man sieht, ist die Grafikkarte kopfüber eingebaut, hat eine eigene Klimazone und es können große Karten bis 31 cm und 3 Slot-Kühlung verbaut werden. Auch zum Beispiel eine aktuelle 4070 Ti kann dort verbaut werden und auch die Stromanschlüsse sind vorhanden. Im oberen Bereich befindet sich das Intel NUC-Element. Bevor wir das im Detail erklären, schauen wir uns nochmal die Rückseite an. Auf der Rückseite befindet sich das 750 Watt Goldnetzteil und die beiden 120 mm Lüfter. Hier sieht man auch das Kühlkonzept. Es wird kalte Luft durch das Gehäuse durchgeblasen und dadurch werden die Komponenten sehr gut gekühlt. Hier jetzt das Compute-Element im ausgebauten Zustand, also das Herzstück des Ganzen, das Mainboard sozusagen. Man sieht auf der linken Seite die SO-DIMM, zweimal SO-DIMM bis 64 GB DDR5 kann verbaut werden. Wir haben ein Wi-Fi 6E Modul hier in der Ecke und hier die große Kühlung, wo der Hauptprozessor, nämlich die i7 oder i9 CPU der 13. Generation verbaut ist. Und hier was Besonderes, es ist eine K-CPU, also mit 125 Watt TDP bis zu 5,8 GHz. Die SSDs befinden sich auf der Rückseite. Bevor ich Ihnen diese zeige, ganz kurz nochmal zum Kühler. Sie sehen hier den großen Kupferkühler und hier sind die Lamellen, wo die kalte Luft durchgedrückt wird und dadurch das System gekühlt wird. Es können bis zu 3 NVMe Gen 4 SSDs verbaut werden und wenn auch gewollt im RAID. Wie wir gesehen haben, lässt die Ausstattungsliste der Workstation keine Wünsche offen. Durch die Installation einer Desktop-CPU und Grafikkarte in einem so kompakten Gehäuse ist es eine sehr sinnvolle Ergänzung im Workstation- und High-End-Segment. Für die richtige Konfiguration schauen Sie auf unsere Webseite oder wenden Sie sich an unser Vertriebsteam.